Bei Treyarch bahnt sich gerade ein riesiges Problem an. Season 1 Reloaded ist anscheinend echt und es gab einen kleinen Patch, der gestern online ging. Da schauen wir auch zuerst drauf, auf den kleinen Patch. Die Waffenblueprints, die hatten ja teilweise Aufsätze, die nicht weggegangen sind. Das wurde jetzt gefixt, ich habe es auch getestet, bei mir funktioniert jetzt alles. Wenn man in den Multiplayer-Trainingskurs gegangen ist, wurde manchmal der Zombie-Trainingskurs geladen. Das sollte nicht mehr funktionieren. Auf der neuen Zombie-Karte gab es manchmal Morse-Code-Geräusche, die nicht weggegangen sind. Das wurde gefixt und Treyarch meint außerdem, dass es noch weitere kleine Stabilitätsupdates gab. Das war das Update. Und dann kommen wir zu Season 1 Reloaded. Die ist anscheinend echt. Im Code wurden neue Hinweise gefunden nach dem letzten Update. Also da wurde nichts entfernt, da wurde was hinzugefügt zu Season 1.75. Also das ist ein Update zwischen Season 1 Reloaded und zwischen Season 2. Dementsprechend ist das jetzt auch kein komplettes Update, sondern ein Reloaded Update, ein kleiner Refresh. Dieser Refresh ist aber auf jeden Fall nötig. Season 1 ist eine lange Season, ich denke wegen den Feiertagen. Und Season 1 Reloaded wäre keine 4 Wochen lang, wie das normalerweise der Fall ist, sondern 7 Wochen lang. Es wurde auch ein Datum gefunden, das mögliche Startdatum für dieses Update. Das irritiert mich noch ein bisschen. Das macht nicht so richtig Sinn. Das schauen wir uns gleich an. Ganz kurz schauen wir ein anderes Thema an, denn ich hatte außerdem die Möglichkeit, einen richtig guten Gaming-Laptop zu testen. Und zwar den Asus ROG Strix SCAR 17 Laptop. Und das Besondere hier verbaut ist ein X3D-CPU von AMD. Das sind die CPUs, die perfekt für Gaming sind, die besten Gaming-CPUs. AMD hat eine spezielle Technologie, um mehr Cache auf die Chips zu bekommen, mehr Speicher auf die Chips zu bekommen und dadurch hat man bei Games eine richtig gute Performance. Die X3D-Chips von AMD kennen wir natürlich schon in normalen Desktop-PCs. Dieser Laptop ist jetzt aber der erste Laptop, der diese krasse Gaming-Leistung auch in einen Laptop bringt. Und hier verbaut ist der Ryzen 9 7945H X3D von AMD. Das ganze Gameplay im Video habe ich auf dem Laptop erspielt. Ich habe eine Maus angeschlossen, aber ich habe den Display benutzt, einen 1440p 240 Hertz Monitor. Richtig gut. Man kann wirklich ohne Probleme Shooter spielen. Und ich habe natürlich auch die Tastatur benutzt, die sich auch wirklich gut anfühlt. Das heißt, mit diesem Laptop hat man die Performance von einem X3D-CPU, aber in einem kleinen Formfaktor für den Schreibtisch oder für unterwegs. Außerdem hat man einen guten Display, eine gute Tastatur und auch eine gute Akkulaufzeit dank der intelligenten Akkuverwaltung. Mehr Informationen zum Laptop und zum X3D-CPU gibt es über den Link in der Videobeschreibung. Dann kommen wir wieder zum Datum. Gedatamined wurden die ganzen Informationen übrigens von Semtex Leaks und der hat das Datum 23. Januar gefunden. Was mich sehr irritiert, weil laut dem Battle Pass läuft Season 1 bis zum 28. Januar. Das heißt, wenn so kurz vor Ende noch ein Update rauskommt, dann kann da gar nicht wirklich viel drin sein. Das sind nicht mal 7 Tage, das reicht nicht mal für die Standardlänge von einem Event. Aber Event-Hinweise wurden gefunden. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass dieses Update früher kommt, dass das ein Platzhalter ist oder dass Season 1 sogar verlängert wird. Gefunden hat Semtex Leaks auf jeden Fall den Codeschnipsel CER-Season-1-75-W10 und zusammenhängend damit Hinweise auf CDL-Skins, die anscheinend kommen. Also die CDL-Skins kommen in diesem Season 1.75 Zeitraum, weitere kosmetische Inhalte, die man bekommen kann und Events. Also was zu Events wurde gefunden, dementsprechend muss ja am Datum eigentlich noch irgendwas passieren. Entweder dieses Update kommt früher oder Season 1 wird verlängert. Und dass Season 1 verlängert wird, ist nichts, was man komplett ausschließen kann. Das wurde immer mal wieder gemacht bei Call of Duty. Also dass Seasons verlängert werden, gerade Season 1, weil da grätschen natürlich die ganzen Feiertage rein und die ganzen Mitarbeiter sind nicht in den Studios. Und das ist auch in Ordnung. Ich will mich da gar nicht beschweren. Gerade am Ende von so einer Call of Duty-Entwicklung machen die, glaube ich, ganz schön viele Überstunden. Die haben ihre freie Zeit auf jeden Fall verdient. Aber weil es jetzt schon irgendwie absehbar ist, innerhalb vom Studio, dass Sachen nicht fertig werden für das Season 2 Update durch diese Urlaubszeiten, kann es eben möglich sein, dass sie sich jetzt schon vorbereiten auf eine Season 1 Verlängerung. Ich würde mir da natürlich noch ein bisschen mehr wünschen in dem Update. Nicht nur kosmetische Inhalte, vielleicht auch neue DLC-Waffen, neue Aufsätze. Aber ja, wenn das eher so eine Notverlängerung ist, ist natürlich klar, dass das jetzt hier dann vielleicht nicht der Fall ist. Was für mich aber am meisten Sinn macht, ist, dass Season 1 verlängert werden muss aus irgendwelchen Gründen und dass deswegen Season 1.75 existiert und dass das nichts ist, was in der Zukunft beibehalten wird. Dann kommen wir zu einem nicht so guten Thema. Es geht um künstliche Intelligenz, um AI, um Activision und um die Studios. Es gab schon immer wieder die Idee, dass ganz viel mit künstlicher Intelligenz erstellt wird innerhalb von den Studios, wenn es um Calling Cards geht, um Bilder geht und so weiter.
Und es wurden auch immer wieder Leute gesucht, bei Treyarch zum Beispiel, die sich mit AI auskennen. Also, dass AI in irgendeiner Form verwendet wird in den Studios, ist damit eigentlich bestätigt. Das ist nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie wie Skill-Based Damage, aber es war halt nie so ganz klar, was jetzt eigentlich AI generiert ist und was nicht. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob die das nicht als Tool benutzen, als Hilfsmittel benutzen oder ob die damit wirklich komplette Bilder erstellen. Weil als Hilfsmittel finde ich AI nicht wirklich schlimm. Jetzt ist es aber so, dass im neuen Event ein Loading Screen, ein Ladebildschirm dabei ist. Und wenn man da auf die Hand guckt, ist da ein Finger zu viel. Das ist ein Problem von AI. Die können Hände nicht richtig, die können Finger nicht richtig. Und auch auf der anderen Hand, finde ich, hat man das Gefühl, da sind irgendwie 2 Daumen am Start. Ein Daumen über dem Geschenk und dann an der Seite nochmal ein Daumen oder irgendwas anderes. Also das Bild wurde sehr, sehr sicher komplett mit AI gemacht. Oder auf jeden Fall fast komplett. Ich glaube, da hat noch mal jemand drüber geschaut und ich glaube, diese ganzen Blutspritzer im Vordergrund sind noch mal eine weitere Textur. Aber das macht es irgendwie noch verrückter. Jemand hat sich dieses Bild angeschaut und dem ist nicht aufgefallen, dass da ein Finger zu viel ist. Und irgendwie fühlt sich das komisch an. Diese ganzen Bilder, Ladebildschirme, Calling Cards und so weiter sind ja eh schon Filler-Items in diesen ganzen Events. Also das ist einfach Zeug, damit da ein bisschen mehr Zeug drin ist im Event. Ich weiß auch nicht, warum das episch ist. Also in welcher Welt ist sowas episch? Aber ja, jetzt fühlt es sich irgendwie noch ein bisschen komischer an, wenn man weiß, hinter diesen Filler-Items sitzt nicht mal ein Mensch. Beziehungsweise da sitzt ein Mensch, aber kein Künstler. Und das ist irgendwie schade. Und vor allem gehen da natürlich Arbeitsplätze weg für echte Künstler, für Leute, die sich hinhocken und sowas wirklich designen. Man könnte jetzt natürlich sagen, ey, das ist nur ein Bild, habt ihr nicht so. Hier hört es aber noch nicht auf. Es ist so, dass Zombies gerade ein Problem hat bei Treyarch, weil da anscheinend ganz viele Sprecher Treyarch verlassen und nicht mehr sprechen für den Zombie-Modus, weil in deren Verträgen kein richtiger Schutz vor AI-Nachbauten ihrer eigenen Stimmen ist. Und deswegen wollen die eben nicht mehr mit Treyarch zusammenarbeiten. Und eine Sprecherin wurde schon ersetzt, die Sprecherin von Sam. Und das Ding ist, dass hier die Stimme nicht nur auf der neuen Karte ersetzt wurde, sondern rückwirkend auch auf der alten Karte. Oder auf den alten Karten. Also da wurde die Stimme einfach komplett ausgetauscht, was ich irgendwie crazy finde. Es gibt dazu auch geleakte Informationen von The Ghost of Hope. Und der hat geschrieben, fast alle Schauspieler, die in der Zombie-Crew von Black Ops 6 Zombies mitspielen, haben die Arbeit abgebrochen, weil ihre Verträge keinen AI-Schutz beinhalten. Das hat zu den enttäuschenden Neubesetzungen geführt, die wir jetzt schon sehen. Beispiel Sam of Citadel. Und einige werden wahrscheinlich für zukünftige Karten und so weiter neu besetzt. Und ja, einen Austausch kennen wir schon und laut geleakten Informationen wird da anscheinend noch mehr kommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Die Lösung ist halt eigentlich so einfach. Entweder man sagt den ganzen Schauspielern, den ganzen Sprechern, wir machen eure Stimme nicht nach mit AI. Oder man sagt zu den Schauspielern, ja, wir müssen für manche dynamischen Gameplay-Elemente eure Stimme nachmachen mit AI, aber ihr bekommt dafür Geld, ihr werdet kompensiert. Problem gelöst. Also man hat durch AI gerade Leute, die nicht mehr mit Treyarch zusammenarbeiten wollen und man hat Leute, die einfach Bilder rausballern für irgendwelche Filler-Items in Events. Ich bin gespannt, was ihr zum Thema sagt. Lasst einen Kommentar da, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.